Servus zusammen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich mache heute mal einen Diesel. BMW 330D Serie 245 PS. Verbaut hat der Kunde schon mal selber einen Wagner Competition Ladeluftkühler, einen Piper Cross Rennfilter, ja, Piper Cross Rennfilter, ein KW Sportfahrwerk. Man sieht, das Ding steht richtig geil da. Was mir aber ganz arg gefällt, ist die Performance Bremsanlage. Ja, da werden wir keine Schwierigkeiten haben, das Ding wieder runter zu bremsen. Wir werden jetzt machen eine Eingangsmessung, Zeiten messen und dann natürlich wie gewohnt Software. Heute wie im Diesel ist mal anders wie Benziner, ja, weil ihr wisst, der Diesel, der braucht Einspritzmenge, um Leistung zu machen, nicht Ladedruck, ja. Und dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen, ja. Achso, Pipo, los geht's. Ja, ein Diesel. Wollten ein paar Leute haben, jetzt machen wir mal den ersten so, ja, 330D, 245 PS Serie. BMW. Dann gucken wir mal, was das Ding Serie hat, was er Zeit braucht, 0, 100, 100, 200. Ich muss schon sagen, das Auto ist sehr, sehr gepflegt von dem Herrn. Sehr schönes Auto, ja. Hat was. Die Sonne scheint uns ins Gesicht. Die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint. Okay. Pipo, du hast nur Quatsch im Kopf. Wirklich. Da fällt mir jetzt was ein zum Thema Feinstaub. Ja? Jetzt, weißt du, die Pipo, die neuen Motoren, die sind halt so gemacht, weißt du, da ist der Staub so fein und so, ja. Hätten die einfach so gelassen wie beim Zweiergolf. Da sind die Partikel hinter aus dem Auspuff raus, direkt auf dem Boden liegen geblieben, da war nichts mit Feinstaub. Weil so ein Klumpe kriegst du nicht in die Zinke rein. Ich werde oft gefragt, ja, es gibt doch auch so Zusatzelektronik, Zusatzboxen, taugt das was, tut das was, ja. Und es ist so, es gibt Fahrzeuge, wo diese Boxen tatsächlich funktionieren, aber du wirst nie so viel Leistung rausholen wie mit einer Software am Steuergerät selber, weil die meisten Boxen, ja, die gehen, jetzt bei BMW zum Beispiel gibt es Boxen, die gehen dann nur wirklich an Raildrucksensor, ja, und macht einfach nur mehr Menge. Ja, das ist aber nichts, weil ich meine, das Auto hat auch Drehmomentbegrenzungen drin und alles, und damit du halt richtig Leistung fahren kannst, musst du halt die Software machen. Ganz früher die Autos, da hat man ja auch nur Einspritzmenge gemacht, man konnte den Druck über die Boxen gar nicht machen und deswegen haben die auch geraucht wie Sau. Das heißt, ein Auto, wo wirklich hinten geraucht hat, der hat meistens eine Box drin gehabt, wo dann Einspritzmenge nur war und nicht mit der Software. Ich kann halt einen Ladedruck dazu anpassen. Das heißt, im Normalfall mache ich so, dass ich beim Diesel 1 bis 1,5 Zehntel mehr Ladedruck fahre, damit einfach mein Kraftstoff-Luftgemisch passt, damit das nicht so raucht. Ja? Viele Kunden kommen zu mir und sagen, hey, mach mir meinen Diesel, ich brauche Ladedruck. Dann frage ich die erstmal, ob sie wissen, wie ein Diesel funktioniert, ja? Weil jeder redet hier vom Ladedruck, Turboladermodifikation, weiß es ich. Ja? Dabei muss man erstmal wissen, dass ein Diesel Leistung macht über die Einspritzmenge. Das heißt, ich brauche Menge in den Motor, damit er Leistung macht. Ja? Nicht wie bei Benziner. Klar, bei Benziner umso mehr Druck, umso mehr Leistung. Ist beim Diesel nicht der Fall. Ja? Also von daher ist beim Diesel wichtiger, dass man da Einspritzmenge erhöht, um richtig Leistung zu erzielen. Den Ladedruck passe ich an, damit einfach eine saubere Verbrennung stattfindet und nichts hinten rausraucht wie bei den alten Kahnen mit der Zusatzelektronik. Ja. Ausrollen lasse. So, jetzt fahren wir zurück, gucken wir mal, was er Eingangsmessung gebracht hat. 245 soll er haben, gucken wir mal. Das Ding hat jetzt 132.000 Kilometer, ist aber sehr gepflegt. Ich denke schon, dass er das hat, also es läuft echt gutes Ding. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ja, hi there. Nice to meet you. Yes, you right there. I see you. Call me Davis. No, not famous, but don't sleep. I creep on playlists. This rhyme scheme perfect for Matrix. Now I can rhyme that with agent. Here's a punchline about Trinity. Rock with predictable cadence. My time is not examination. I mean, don't test my patience. That's deep. Don't know why all my life been a black sheep. Really, I'm a...
BMW 330d angegeben mit 245 PS, 520 Newtonmeter. Gemessen haben wir, Pipo, 249,1 PS und 526 Newtonmeter. Das heißt, schaut euch das an, 249,1, 526 und das mit über 130.000 Kilometer. Also ich sag's euch, BMW macht super geile Dieselmotoren. Also Pipo, jetzt lesen wir die Software über OBD aus, machen wir Software und dann messen wir wieder. Auf geht's. So. Wichtig bei den Modellen ist, dass man untenrum nicht zu viel Drehmoment macht, weil wenn die viel Kilometer haben und die Hardy-Scheibe etwas spröde ist, fangen die Kardanwellen an gern zu vibrieren. Ja? Vibrieren soll was anderes, aber nicht die Kardanwelle. Dieses Auto fährt Serie einen maximalen Ladedruck von 1,64 bar. Wir erhöhen um ein Zehntel, also machen wir 1,74 draus. So, dann habe ich jetzt hier meine Drehzahl, 2250, 2500, 3000. Das heißt, bei 3000 Umdrehungen fährt das Auto 1,74 bar. Hier steht 2,74, weil wir 1000 abziehen müssen, weil 1000 Atmosphäre ist. Ja, weiter geht's. Das ist das Hauptdrehmomentbegrenzung praktisch, wo er sagt, dass wir hier die Drehzahl haben und hier praktisch im Drehmoment, wie viel er begrenzen soll. So, das haben wir alles gemacht. Hier ist Drehmomentbegrenzung anhand von Kraftstofftemperatur. Dann haben wir hier Rauchbegrenzungen, so heißt es beim Diesel, Rauchbegrenzungskennfelder. Dann haben wir Temperaturen. Hier ist der maximal zulässige Ladedruck. Ja, dann haben wir den Atmosphärendruck hier oben. Hier haben wir die Drehzahl und hier ist es eingestellt 1,72 maximal. Wenn er da drüber geht, geht er in Notlauf. Sonst gibt es eigentlich nicht viel. Hier ist nochmal eine VMAX, die habe ich jetzt auf 310 gesetzt. Dann ist es jetzt soweit fertig. Ihr seht, beim Diesel ist es nicht allzu viel zu ändern wie beim Benziner, um Leistung zu erzielen. Aber da kann man auch viel Schmut treiben, wenn man sich nicht auskennt. Also immer Vorsicht, gerade was Temperaturen angeht. Man muss wissen, okay, wie viel Abgastemperatur kann das Ding und wo sollte man die Grenzen setzen. Das gehört alles da dazu. Ich exportiere das jetzt, spiele das rein und dann können wir unsere Messungen machen. Geht anders, ne, Pipo? Ja. Läuft anders. Gucken wir mal untere Drehzahl, ob was vibriert. Hä? Nicht, dass man zu viel Moment drauf gebe. Schaut gut aus, hä? Sieht auch sauber. Junge, Junge, Junge. Da merkt man das Drehmoment beim Diesel. Ja, deswegen ist ein Diesel eigentlich sehr, sehr einfach zu modifizieren, weil man eigentlich hauptsächlich Einspritzung braucht. Ja? Benziner, klar. So, Bibo, dann machen wir jetzt die Messung, ne? Ja. Bist du bereit? Bereit. Und ausrollen lassen, wa? Oh, die Bremsen sind gut, hä? BMW Performance Bremsen. Die greifen. So, dann gucken wir mal, hä? Mhm. Packe 0-100 und 100 auf 200, hä? So Leute, Eingangsmessungen haben wir ja gemacht vorhin. Wir konnten leider keine Zeit mit dem Draggy machen, weil mir das Draggy ausgegangen ist, also die Batterie war leer. Jetzt haben wir die Ausgangsmessung gemacht, die Ausgangswerte und alles. Und ich kann euch sagen, 0 auf 100 habe ich jetzt eine 6,13 und 100 auf 200 15,3. Ja? So, das heißt also, dass es gar nicht mal so schlecht ist jetzt mit den Zeiten. Ne? Ich weiß gar nicht, was sie in Serie angeben, die 0 auf 100. Aber das gucken wir jetzt gleich mal online, was die sagen und wo wir jetzt sind. Also jetzt fahren wir zurück, 100. messen mal alles aus,
gucken wir, was er Leistung hat und dann sind wir fertig. Ausgangsmessung BMW 335D. Gemessen haben wir 302,1 PS, wie ihr hier seht, und 649 Newtonmeter. Das heißt, wir haben um die 120 Newtonmeter mehr Drehmoment, Leistung um die 55 PS mehr. Ja. Mehr geht immer. Es ist so eingestellt, dass alles hält, Vollgas fest. Du kannst hier brettern, Vollgas, passiert nichts. Man muss immer beachten, die Temperaturen vom Partikelfilter, alles. Ja. Und so mit dieser Leistung weiß ich, da passiert nichts, Partikelfilter, alles funktioniert. Jetzt gehen wir raus, geben wir das Auto dem Kunde zurück, dann kann der heimpfeifen und dann machen wir Feierabend. Also auf geht's.